Hi Leute, das ist mein erster Versuch, einen SSB-Sender zu bauen. Er macht auch SSB, er macht beide Seitenbänder aber. Ich habe hier zwei Bodies, wo ich den Arbeitspunkt der zwei Eingänge an Pin 1 und Pin 2 von NE602 einstelle. Speichere an einen noch Audio ein, aber ich habe ein Doppelseitenbandsignal und das hört man auch im Scanner. USB geht auf AM. AM hört man fast nichts, aber auf USB kann man es hören. Und wenn ich auf LSB gehe, ich habe halt ein LSB-USB-Signal. Auf LSB und auf USB. Gut, das Scanner, die driftet dann leicht auseinander. Aber LSB und USB ist gleich stark. Aber ich habe da auch noch ein Audion. Und wenn ich das Audion, mache ich die Antenne mal näher da rein. Man kann es erkennen. Es ist sehr verzerrt, aber wenn ich aber vom Quarz-Oszillator noch ein bisschen Grundwelle dazu mache, dann verzerrt es weniger. Dann kann man sogar es hören, weil dann wird es zu AM. Das heißt, vom Quarz-Oszillator hier, wenn ich ein 10 MHz Signal mit drauf gebe, zum SSB-Signal, dann bekomme ich AM und dann verzerrt es weniger. Aber wenn ich mit einem AM-Empfänger SSB empfange, dann hört es sich sehr verzerrt an, aber man kann erkennen, dass es ein Lied ist. So, ich habe viel probiert. Ich habe hier ein NE602 mit 10 MHz Quarz. Der läuft auf ziemlich genau 10 MHz. Dann hier habe ich noch 3 Quarze zum Filtern und 3 Kondensatoren auf Masse und der vierte geht nach rechts zur Endstufe und ist zu einer kleinen Antenne. Und ich habe das LSB jetzt stärker als das USB. USB ist schwächer, LSB ist stärker. Das ist auch auf 7, 8, 9. Es ist auf USB schwächer und auf LSB stärker. Okay. Ich bin jetzt schon mal so weit, dass ich ein Seitenband stärker habe und das andere schwächer, aber ein Seitenband ist halt noch nicht weg. Und ja, das steht ein Feld mit dem Seitenbandfilter. So mit Phasenmethode habe ich es versucht, dass das Seitenband gar nicht erst entsteht. Klappt aber irgendwie nicht so richtig mit dem NE602. Jo, mal gucken. Dann habe ich hier an den Eingang noch ein Port von Plus auf Minus und ein 10K auf den zweiten Eingang gelegt. Dadurch kann ich mit dem Potti dann hier den Träger nämlich komplett auslöschen, dass der wirklich komplett total weg ist, weil der nämlich noch ganz leicht da ist. Wenn ich allerdings einen Eingang, eine Gleichspannung drauf mache mit dem Potti und die exakt genau einstelle, dann ist der Träger wirklich so gut wie ganz weg. Also dann macht der weniger Trägersignal und dann nur noch beide Seitenbänder, aber echt gar kein Träger mehr. Ich habe jetzt mal eine SSB-Schaltung aufgebaut, die macht jetzt Doppelseitenbandmodulation. Ich habe die Quarze jetzt gedrückt. Wenn ich das Signal von der Stufe über die Quarze leite, habe ich nur noch ein Seitenband, weil die Quarze mir hier mit den Kondensatoren auf Masse ein Seitenband rausfiltern. Aber ich habe hier das, was in den kleinen NE602, SA602 oder NE612, SA612 Chip drin ist. Den Balanzmodulator habe ich jetzt diskret mit Transistoren aufgebaut. Ich habe oben 4 Transistoren, unten 2 und dann hier links noch ein Quarz-Oszillator. Auf dem Oszilloskop schaut das dann so aus mit Modulation. Wenn ich da am Scanner auf LSB oder auf USB, schaut soweit ganz gut aus. Gut, ich mache mal das Audio weg, dann habe ich das hier. Und jetzt wollte ich euch was zeigen. Ich habe hier ein Potti dran, ich zeige dann mal auch den Schaltplan und wenn ich am Potti nach links drehe, wird es größer, dann wird es kleiner und wenn ich wieder nach rechts drehe, wird es auch wieder größer.
und ich muss den Body so einstellen, dass der Träger unterdrückt wird. Das ist der Träger, 10 MHz Träger, also hier wieder größer, wieder hier kleiner, dann ist er hier fast weg und er wird wieder größer. Und ich muss ihn so einstellen, dass der so gut wie weg ist. So, genau, dass der Träger also eigentlich weg ist. Dass kein Trägersignal mehr da ist, also das blaue Body so einstellen, dass kein Trägersignal mehr da ist. Den Oszillator speise ich hier oben ein, über einen 30 PF Kondensator, ist einfach ein 10 MHz Quarz Oszillator, der hier oben auf den Eingang oben ein Oszillatorsignal einspeist. Dann gibt es oben noch einen zweiten Eingang und oben gibt es noch 2 Ausgänge und hier unten gibt es noch 2 Eingänge. Der erste Eingang hier, da habe ich das Audiosignal draufgelegt, der zweite Eingang, da geht es über einen 10 Kiloohm zum Body, wo ich den Body zwischen Plus und Minus hin und her stellen kann, wo ich dann auch das Signal größer, kleiner stellen kann mit dem Body, also den Träger quasi unterdrücken kann. Ich zeige es mal nochmal, wenn ich am Body drehe. Der Träger hier, der soll so klein wie es geht sein. Wieder größer, kleiner. Der Träger muss so klein wie es geht sein. Also, dass ich hier eine gute Trägerunterdrückung habe. Wenn ich es besser aufbaue, geht es noch besser. Das Problem ist, dass der Quarz-Oszillator auch leicht in den zweiten Eingang reinstört. Und dadurch habe ich dann wieder einen Träger. Aber wenn man das Ganze jetzt hier, ich sag mal, nicht auf Deckboard unbedingt aufbaut, sondern auf Platine und zwischen Oszillator und den Eingangsstufen da genügend Abstand lässt, dann geht das. Bei dem NE602 ist genau dasselbe. Wenn ich da am Eingang noch ein HF-Signal drauflege, am zweiten, dann kriege ich den Träger nicht ganz weg. Aber das ist ganz normal. So, wenn ich dann soweit habe, dann kann ich da wieder Audio einspeisen hier. Also an den Eingang hier einfach Audio mit drauf. So. Und dann schaut das dann hier so aus wieder. Und dann schaue ich mit Scanner mal. Im Scanner kann man schon sehen, der macht wirklich LSB oder hier wirklich USB. Ich sollte vielleicht mal ein besseres Lied nehmen. Ein besseres Lied. Da kann man sehen auch, dass der Träger fast ganz zurückgeht. Stimmt nicht ganz genau von der Frequenz. Ich glaube, jetzt stimmt er. Aber am Träger sieht man schon. Ich glaube, der hat Differenz, der Scanner. Aber so schaut es sich gut an. Man kann echt am Signalbalken sehen, dass es wirklich kein AM ist, sondern es ist wirklich. Ich gehe mal auf AM. Auf AM hört sich das Signal so an. Es ist ein Doppelseitenbandsignal jetzt. Auf AM kann man da kaum was erkennen. Okay. Den Filter könnte ich noch verbessern, weil ich habe hier bei USB immer noch so, obwohl das ist der Oszillator, den ich da messe. Hier bei LSB jetzt das ganze Frequenzspektrum, weil ich bin mit der Quarzfrequenz hier höher als ich bin. Das heißt, die noch höheren Frequenzen werden abgeschnitten. Merkt man auch an USB, dass ich nur noch Bass habe im unteren Seitenband. Also im oberen Seitenband habe ich nur noch Bass, aber im unteren Seitenband hier Modulation. Hört es sich gut an. Aber die Quarzfilterkurve ist natürlich nicht rechteckig. Ich bräuchte ein richtiges SSB-Filter oder müsste mir einen Spaun mit quarzen, damit ich das Seitenband ganz wegbekomme. Man merkt aber schon LSB stärker als USB. Wenn ich die Quarzfilter da dazwischen habe. Wenn ich die Quarzfilter aber nicht dazwischen nehme, also ich umgehe die Quarzfilter, ich gehe mal von der Stufe hier direkt mal auf einen Endverstärker. Mal direkt hier auf den Endverstärker gehen. Ich habe ja nur so 40 cm Draht dran als Antenne.
Dann habe ich auf USB und auf LSB das gleiche. USB und LSB quasi das gleiche. Anderes Seitenband, oberes Seitenband. Die Töne ändern sich, weil das Scanner leider nicht stimmt. Wenn ich von LSB auf USB umschalte, verändert er die Frequenz. Was nicht so toll ist, aber an sich funktioniert er. Für Musik ist USB LSB nicht so gut, aber das Sender der Quarz-Oszillator ist ausreichend frequenzstabil. Ja. Und auf dem Oszilloskop schaut das Ganze so aus. So schaut ein Doppelseitenbandsignal aus. Ich stecke jetzt mal nochmal um zu einem Einseitenbandsignal. Das wird aber dann schwächer, weil der Quarz-Signalfilter das abschwächt. Habe ich kein Audio mehr jetzt? Oder ist das Lied zu Ende? Ich glaube, das Lied ist zu Ende. Ich muss auf LSB gehen, weil auf USB wird das ganze Audio geschluckt. Auf LSB ist das Audio. Drehen wir mal höher. So schaut dann ein Einseitenbandsignal aus auf dem Ostsee. Mit Musik. Jetzt, wenn es still wäre, müsste da eigentlich nur noch ein Strich sein. Aber die Trägerunterdrückung funktioniert nicht so ganz. Ups. Muss man aufpassen, wenn ich an die Kabel komme, das ist nicht so gut. So schaut das dann aus. Das Scanner empfängt mit dem Oszillator wohl stärker, da ganz in der Nähe als jetzt den eigentlichen Sender. Okay. Oszi sollte ich auch dran halten. Okay, gehen wir wieder auf DSB. Da schaut es aus wie ein AM ohne Träger. Gut, das ganz Minimale. Das kommt, weil die Seitenbandunterdrückung noch nicht ganz perfekt ist. Aber die ist schon verdammt gut. Und ich habe hier schon, ja, 1 Volt Pegel. Wenn ich noch lauter machen würde, die Musik und das HF-Signal noch ein bisschen stärker mache, wird der Pegel noch ein bisschen mehr. Aber dann kann es sein, dass es anfängt zu verzerren. Also man muss es dann noch hoch verstärken. Und ich kann auch durch die Wohnung laufen und so. Und empfange dann noch LSB und USB. Ist echt eine schöne Modulationsart. Ich habe den Abschwächer drin hier. Also ich kann rumlaufen. Und das ist wirklich Einseitenbandmodulation, was echt gut ist. Jetzt kommt dann gleich das nächste Lied. Ja. Man kann es aber gut hören. Man sieht es auch. Man sieht die SSB auch, also die hier. Dass der Pegel hier nur durch das Audio kommt. Ja. Dann mag ich euch jetzt noch die Schaltung zeigen von dem Mischer. Hier. Ich habe hier mal so ein kleines Ersatzschaltbild aufgezeichnet. Das Ganze ist eigentlich nur ein Mischer, der 2 Eingänge hat. E1, E2, E3 und E4. Das sind so Art Differenzeingänge. Und das so nah will ich gar nicht. Das sind so Art Differenzeingänge. Das heißt,
Hier lasse ich zum Beispiel auf E1 die Hochfrequenz rein, E2 habe ich in meinem Fall frei. Dann auf E3 lasse ich das Audio rein und auf E4 habe ich den Porti drin, um das Seitenband zu unterdrücken. Und zwar wenn das und das, also wenn man hier das Seitenband unterdrückt mit dem, dann, also man kriegt das Seitenband wirklich schon komplett weg. Man könnte das obere hier jetzt auch noch mit dem Porti kompensieren, dass das Seitenband dann, glaube ich, ganz weg ist. Dazu müsste man entweder den oder den, also hier noch einen Porti ranmachen, an einen von den Zweig, damit die beiden auch synchron sind. Also man könnte hier auch noch einen Porti dran machen. Ich habe hier unten einen 10 Kiloohm Widerstand dran, um den 10 Kiloohm von plus 5 Volt auf minus. Man könnte das mit dem Widerstand auch machen, mit den 1M, dass man den 1M und den 1 oder den 1M, also eines von diesen beiden 1M Widerständen, dass man die dann so anpasst, dass es wirklich exakt das Seitenband und exakt der Träger unterdrückt wird, das meine ich. Also dass wir den Träger unterdrücken. Die Trägerunterdrückung, passiert nur, wenn die Stufen wirklich exakt gleich sind und wenn die Stufen hier auch exakt gleich sind, dann haben wir eine Trägerunterdrückung. Was oft nicht ganz so klappt und daher habe ich hier einen 10 Kiloohm Widerstand dran und hier noch einen 10 Kiloohm Porti, um den einstellen zu können. Da kann man mit dem Porti nämlich das Seitenband schön wegdrehen. Soweit so gut. Also ich lasse hier an E3 das Audio rein. Da habe ich das Audio einfach angeschlossen über einen 10 Kiloohm Widerstand und so einen 47 NF Kondensator in Reihe. Dann hier auf E1 habe ich einen Quarz-Oszillator dran, da gehe ich mit einem einfachen 1 Transistor Quarz-Oszillator über 10 Kiloohm und 30 PF auf E1. Dann hier auf Ausgang 2, auf Ausgang 1, gehe ich dann weiter. Da gehe ich weiter zu noch einer Transistorstufe und auf die Antenne, was ganz gut funktioniert. Das Ganze geht jetzt mit der Transistorschaltung, so wie ich sehe, genauso gut wie mit dem NE602. Und minus und plus 5 Volt. Und das hier, der 2 Kiloohm Widerstand, der soll, glaube ich, eine Konstantstromquelle sein, aber ein Widerstand ist auch fast eine Konstantstromquelle, also für kleine Pegel funktioniert das so. 2 Kiloohm, 2 Kiloohm, 2 Kiloohm und hier 1 Megaohm, 1 Megaohm, 1 Megaohm und hier, da könnte man auch 1 Megaohm auf Plus machen. Wenn die Transistoren alle exakt gleich wären und die Widerstände auch, dann wird das klappen. Aber ich habe mich entschieden, hier einen 10 Kiloohm Widerstand dran zu machen und mit einem 10 Kiloohm Porti dann den Arbeitspunkt genau einzustellen, dass ich mit dem Porti den Träger schön wegdrehen kann. Dass ich kein Trägersignal dann mehr am Ausgang habe. Und damit kommt Doppelseitenbandmodulation raus. Jetzt wenn man mit der Transistorschalter kann man mehr machen als mit den NE602. Beim NE602 haben wir hier oben nur einen der Eingänge. Hier haben wir beide rausgeführt, aber oben ist nur einer. Und wir haben in der Schaltung ja E1 und E2, da haben wir beide Eingänge. Das heißt, wir haben hier 2 Eingänge und hier 2 Eingänge. Und eigentlich könnte man damit auch SSB, Seitenbandunterdrückung nach der Phasenmethode machen mit der Schaltung. Das Ganze ist einfach nur so ein doppelt balanzter Mischer. Die Megaohm-Widerstände müssen übrigens so groß sein. Ich habe 150 Kiloohm probiert. Da sind die Transistoren aber schon im linearen Bereich. Das heißt, sie multiplizieren dann nicht mehr. Weil sie schon, also sie ändern die Verstärkung nicht mehr, wenn der Basisstrom sich ändert. Wenn ich hier 150 Kiloohm mache, dann sind sie schon zu linear. Die Transistoren dürfen nicht linear sein, daher funktionieren sie ultralineare HF-Transistoren mit der Schaltung. Die funktionieren nicht, aber so BC547 oder S9014 funktionieren, wenn die Basiswiderstände groß genug sind. Wir brauchen hier wirklich 1 Megaohm an der Basis, an der Basis auch 1 Megaohm, hier 1 Megaohm und hier, gut, der ist eigentlich sehr hoch, weil der Transistor auch nur genauso viel Strom liefern sollte wie der, also dass die beiden in Stromgleichgewicht sein müssen, dass der Träger unterdrückt wird und dann müssten die im Gleichgewicht sein und die im Gleichgewicht sein, dass das Audio unterdrückt wird quasi. Das Audio, das ich einspeise, wenn ich hier Audio einspeisen würde. Also wenn hier nur Audio wäre und da keine HF, dann darf das Audio auch nicht auf dem Ausgang rauskommen. Da habe ich jetzt darauf verzichtet, das zu kompensieren, weil mir nicht wichtig ist, wenn am Ausgang Audio ist, weil das Audio durch die HF-Versteckerstufe sowieso kaum versteckt und abgestrahlt wird. Daher habe ich mich darauf beschränkt, jetzt nur hier ein Porti zu machen, um den SSB-Träger, also um den das Trägersignal komplett zu unterdrücken, sodass ich nur die Summe und die Differenz der Mischung
zwischen den beiden Eingängen A1, zwischen den beiden Eingängen I1, I2 und I3 und I4 habe und nicht halt noch die Eingangsfrequenz habe am Ausgang. Okay, soweit funktioniert das ganz gut. Ich habe den Scanner hier noch. Auf USB. Okay. Bei USB, LSB ist es halt so, dass die Frequenz immer stimmen muss und der Scanner stimmt halt nicht so genau. Aber man sieht an der Signalanzeige schon, das ist guter. Das ist guter Pegel ist hier. Die geht ganz zurück, wenn das Audio jetzt weg ist. Ich kann die Antenne auch mal abstecken. Hört man da noch was? So ganz ohne Antenne nicht. Ich glaube, ich habe die Antenne falsch liegen. Normal hört man da ja noch was. Also normal sollte man noch was hören. Ups, das ist laut. Normal sollte man da noch was hören. Aber da merkt man schon, dass es sehr weit zurückgeht und noch sehr ausschlägt. Also es ist wirklich so ein DSB-Signal, also wirklich nur noch die beiden Seitenbänder und der Träger, der wird komplett unterdrückt. Wenn der Träger nicht unterdrückt werden würde, dann wird das Signal hier ziemlich oben stehen bleiben und nicht in Musikpausen ziemlich weit zurückgehen. Also der Träger kann gut unterdrückt werden. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.